Neues Event, neue Patch Notes und 2 neue Codes mit Belohnungen für euch. Das alles gibt es heute im neuen FLAF Universe Update. Wir starten mit dem neuen Japanese Streetwear CS Set, Speed Set 2468 und 10%. Ja, gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut, bis auf dieses Teil am Kopf hier irgendwie, keine Ahnung, diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, ehrlich gesagt, dieser Kinn, was weiß ich was, Teil, der gefällt mir nicht. Ansonsten finde ich, sieht es eigentlich ganz cool aus, ja, wenn man das entfernen könnte, wäre nice. Dann haben wir das 2026 Vacancy Event, das ja viele schon erwartet haben, weil das wortwörtlich eigentlich jedes Jahr stattfindet und es hat eigentlich auch, soweit ich weiß, genau die gleichen Belohnungen. Es gibt ab dem 30. Juli bis zum 10. September einen speziellen Event-Dungeon, den kann man betreten über den NPC Anna, die sich in jeder Stadt befindet. Was bekommt man in diesem Dungeon? Tatsächlich XP und, also ich glaube, es ist nicht sehr viel XP, wenn ich mich richtig erinnere, die man selbst im Dungeon bekommt, aber man bekommt dort XP und Belohnungen. Man kann diesen Dungeon betreten als Solo-Player und der hat 4 Schwierigkeitsstufen. Abhängig von deinem Level kannst du auf Easy rein, 30 bis 79, Medium 80 bis 119, Hard 120 bis 69 und Chaos 170 bis 190. Logischerweise ist das halt auch die Schwierigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Monster und so weiter haben dann auch mehr HP. You can exit a dungeon by using a portal, but cannot re-enter. Und ja, eben der Dungeon-Level wird auf deinem Charakterlevel basieren und er wird täglich beim täglichen Reset zurückgesetzt. Renew bietet hochwertige Refurbished Gaming-PCs für deutlich weniger Geld als ein Neukauf im Laden. Du willst mit Gaming starten? Dann mach's einfach smarter. Wenn man die Monster besiegt in dem Dungeon, bekommt man eben XP und das neue Event-Item Softshell Crab. Dieses Softshell Crab-Item kann man öffnen, das ist eine Box quasi und die hat folgende Wahrscheinlichkeiten. Crab Meat, 1 Stück, 2% Wahrscheinlichkeit und dann diese ganzen Katalysatoren, das ist immer das gleiche, nur mit verschiedenen Prozenten, beziehungsweise gibt es ja die Low- und die High-Variante von diesen Katalysatoren. Die Event-Crapper-Monster haben nur eine gewisse Chance, Softshell-Crab zu droppen, während Violet-Crapper, das ist quasi der Boss in Anführungszeichen, eine 100% Chance hat, 5 davon zu droppen. Außerdem verkauft NPC Anna zusätzlich noch das Item Seashell für 10.000 Penja in 3 verschiedenen Farben. Und dieses Item kann man dann upgraden. Und zwar tauscht NPC Anna das Item gegen verschiedene Belohnungen ein. Dafür braucht man diese Katalysatoren, die man auch aus der gleichen Box bekommt wie die Crab Meat. Und mit diesen Katalysatoren upgradet man dann die Seashells, wie früher bei FLAF PC den Magic Stick. Und abhängig von der geupgradeten Stufe, von 0 bis 10 kann man die upgraden, also 0 ist Start und dann halt bis 10, kann man sich eben verschiedene Items eintauschen. Der Catalyst hat eine höhere Chance als der Low Catalyst beim Upgraden, was ja eigentlich auch ziemlich logisch ist. Genau, hier sieht man die Wahrscheinlichkeiten. Low Catalyst hat eben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit als der normale Catalyst. Und das sind die Level von 0 auf 1, 40, 60, 1, 2, 35, 50 und so weiter. Das Event-Upgrade ist nur aktiv während des Events und funktioniert mit PIDI-System. Funktioniert nicht mit PIDI-System, sorry. Und man kann quasi die Upgrades, also die Seashells, ganz normal mit S-Projects beschützen. Und man kann auch Low S-Projects benutzen, dann verringert sich halt aber das Level wieder. Also ganz normal wie bei jedem anderen Upgrade auch. Genau. Und dann können wir es eintauschen. Was bekommen wir, wenn wir es auf plus 10 upgraden? Vollkommen egal welche Farbe. Bekommen wir das 10% Vacant Set Ocean Blue. Wenn wir es auf 8 bis 9 upgraden, können wir es uns aussuchen. Und zwar entweder das normale Vacant Set ohne die 10%, das Surfboard oder Axolotl, was actually ein sau seltenes, beziehungsweise ich glaube, es gibt es tatsächlich auf dem FEC schon. Ich habe es zumindest heute schon einmal gestern schon einmal gesehen. Und ja, ist aber ein sehr beliebtes CS-Pad auf jeden Fall. Und wenn man es nicht auf mindestens 8 bis 10 schafft, dann bekommt man einfach Annas Giftbox in verschiedenen Mengen. Auf plus 7 kriegt man 4, auf plus 6 kriegt man 3, auf plus 5 kriegt man 2 und auf plus 4 kriegt man eine. Und was ist in der Annas Giftbox drin? Ehrlich gesagt, gar nicht so
viel Gutes, also auch einfach total random. 14% auf alle Materialien, dann noch eine Menge Pet Candies, Skull of Return Town und ja, Resurrection Power Scroll sind hier so mit die besten Items. Oder Pet Candy A wahrscheinlich sogar für viele. Für viele, die kein Ad-Feedback mehr haben. Alle Event-Items, die nicht verwendet werden, nachdem das Event beendet wird, werden gelöscht bzw. entfernt. Und das Event ist auch nicht vom Wochenend-Boosting betroffen. Das heißt, wenn jetzt ein Upgrade-Event starten würde, dann hätte man hier keine erhöhten Wahrscheinlichkeiten. Die bleiben immer gleich. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, reden wir noch drüber, wie das Event so ist. Das kann man dann im Stream machen. Dann haben wir neue Game-Version am Start und erstmal vielleicht zu den Coupon-Codes beziehungsweise auch warum das überhaupt stattfindet. Also es gab eine Menge Aufruhr zu dem 1.5.5 Update. Ich persönlich war jetzt ja auch nicht wirklich happy. Hat man auch, glaube ich, gemerkt, dass ich da jetzt nicht so hyped drüber war. Meiner Meinung nach hätte man das einfach noch viel länger, wie immer eigentlich. Das ist immer das Gleiche. Sie hätten es erstens ankündigen können, zweitens hätten sie es besser testen können, drittens hätten sie sich mehr Zeit lassen können, damit viele von den Fehlern, die passiert sind, nicht passiert wären. Es ist das Gleiche wie immer. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Aber sie haben sich zumindest dafür entschuldigt und gesagt, dass sie es anhand des Feedbacks eben nochmal überarbeiten werden und sich das alles nochmal angucken, was eben angesprochen wurde. Dazu gab es dann diesen Code hier, den haben wir jetzt schon seit ein paar Tagen, auch im Stream schon. Und jetzt gibt es aber nochmal 2 neue Codes und eben nochmal eine Entschuldigung. Also jetzt gibt es den gleichen Code nochmal mit einer 2 quasi. Und dann gibt es noch einen dritten Code, der sich speziell auf eine der angesprochenen Themen bezieht, nämlich 10 Sunstones. Und dieses Flyvergift 2 gibt ein Limit Package 500, was tatsächlich auch ziemlich krass ist eigentlich. Und ja, das bekommt jeder auf jedem Server, alle 3 Codes. Und die sind auch alle bis Ende August einlösbar, bis zum 31.08. Also müsst ihr euch auch nicht beeilen dafür. Und genau, die könnt ihr einlösen auf Taste U, Coupon. Müsst ihr gehen und das dann einfach rein posten. Diese 16 Zeichen mit Bindestrichen. Und genau. Einziger Nachteil, genau, ist, es hat Level Requirements, also 20 und hier glaube ich keins. Und hier hat man tatsächlich Level Requirement 160, aber ja gut, ich sag mal so, die meisten Leute, also ich meine, jeder, der sich darüber aufgeregt hat und nicht Level 160 ist, ja, also ja, das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Eigentlich hätten sie mindestens 180 machen müssen, weil das eigentlich ein Problem ist für Leute, die 180 plus sind. Aber egal. Auf jeden Fall wurde hier eben ein bisschen drüber geredet, ich will jetzt nicht alles vorlesen, weil es tatsächlich ziemlich lange. Jedenfalls ist hier auch nochmal die Erklärung, dass halt viele enttäuscht waren und zusätzlich von einer Änderung sich besonders angegriffen gefühlt haben oder für Unruhe gesorgt hatten. Das war die Änderung der Daily Quests im Euphrasia Dungeon. Die haben erst garantierte X-Product und Sunstones gegeben, genau. Und das wurde eben einfach geändert, auch ohne Ankündigung, einfach zack, zur Erwartung und jetzt andere Belohnungen so ungefähr. Was natürlich auch immer ein bisschen unfair ist, wenn man sowas nicht ankündigt. Also kann man immer so und so sehen, aber ja, ist natürlich schon nicht die feine Englische gewesen auf jeden Fall. Und jetzt reden sie hier über Transparenz und so weiter. Wie gesagt, das ist so der Hintergrund. Und ja, gab halt diese Diskussion eben über die Sunstones. Ich persönlich war eher Fan davon, dass man sie schon relativ selten gemacht hat, weil man braucht sie eigentlich nicht zwingend. Also man braucht sie halt wirklich nur, wenn man sein absolutes Top-Equipment erreichen will. Und das war in Flash schon immer sehr schwierig zu erreichen. Deswegen war ich persönlich jetzt nicht so, habe mich so angegriffen gefühlt wie andere Leute. Aber ja, letztendlich müssen es ja die Devs auch irgendwo entscheiden, was zu viel ist oder nicht. Und aufgrund des Feedbacks haben sie ja nochmal drüber nachgedacht und jetzt ist es ja wieder anders. Genau, ich gucke gerade, genau, hier ist die neue Daily Box, hier sind die Wahrscheinlichkeiten. Sunstones kriegt man jetzt 2 Stück mit einer 0,5% Chance, X-Project auch mit einer 0,5% Chance, 1 Sunstone zusätzlich noch mit einer 45% Chance und X-Project mit einer 5% Chance. Ergibt in Summe 51% auf mindestens ein X-Product oder Sunstone. In der Regel wirst du 1 Sunstone bekommen, eher keine X-Product, weil die haben zusammengerechnet nur 5,5% Chance, das ist ziemlich wenig, und 2 Sunstones 0,5, das ist natürlich extrem wenig.
Was sie aber auch geändert haben, und das war auch noch so ein Anreiz, warum die letzte Box, also die letzte Überarbeitung dieser Dailies und die erste Box, die nämlich viel schlechter aussah als diese, ein bisschen ätzend war, weil da einfach nur Goldpillen drin waren. Also quasi, wenn du kein Ori oder Sunstone, Ori oder X-Project gezogen hast, hast du einfach gar nichts bekommen, kann man fast sagen. Und jetzt sind die Trostpreise meiner Meinung nach auch ein großes Upgrade, nämlich kriegst du jetzt 5 Flask-Boxen, 10 Potion-Boxen, 5 Upcut-Stones, 5 Vital-Drink Refresher-Hold. Kann man sich jetzt auch nicht wirklich beschweren und die Wahrscheinlichkeiten sind tatsächlich alle ziemlich niedrig. Gut, Goldpille hat immer noch 19%, ja, aber Ori hat, also Sunstone hat 45%. Also Sunstone hat die höchste Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise das ist eine 51% Chance auf X-Project oder Sunstone. Und die Trostpreise sind ja nicht mal schlecht, also kann man sich jetzt eigentlich nicht so wirklich drüber aufregen. Genau. Ja, dann wurden hier noch andere Sachen angekündigt, aber das steht jetzt alles schon in der Serverwartung drin, aber das war jetzt wie gesagt nur noch hier mal der Hintergrund und in der Serverwartung bzw. in den Patch Notes haben sie das hier nicht mehr reingepostet, deswegen wollte ich es hier noch mit abfrühstücken. Also, 30. Juli, Game Version 1.5.5 Patch Notes. Erstmal haben wir ganz viele Balance Changes, viele davon beziehen sich jetzt vor allem auf das neue PvP-Equipment. Das würde ich jetzt größtenteils skippen, falls ich was übersehe, was auch für PvE relevant ist, weil ich habe es jetzt tatsächlich nur überflogen, weil es echt relativ umfangreich ist und mich das halt mit PvP ehrlich gesagt überhaupt nicht juckt, beziehungsweise ich kenne diese Waffen gar nicht, also ich habe mir die noch nicht mal angeschaut, ich weiß gar nicht, was die für Effekte haben, aber man sieht schon, es bezieht sich fast alles darauf, deswegen, ja. Genau, das Einzige, was mir aufgefallen ist hier, was direkt auch als erstes steht, Templar, 4 Strikes ist jetzt 5 Strikes. Ja, unterm Strich sieht es aber gar nicht so viel schlechter aus. Also ich glaube, das hat hier halt einfach den Hintergrund, dass man, ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wahrscheinlich verringert es schon den Schaden ein bisschen, aber das ist also die einzige Änderung, die mir jetzt fürs PvE wirklich aufgefallen ist. Dann kommen wir zu den allgemeinen Änderungen, die sich eben nicht nur auf PvP beziehen oder auf überwiegend PvP. Nämlich diese Euphrasia-Quest wurde jetzt eben überarbeitet. Die PvP-Rüstungen können jetzt mit S-Product und mit P-Product abgegradet werden. Vorher waren es anscheinend nur P-Product. Dann eine Änderung für Coral Island. Es wurde slightly, also leicht, die XP von Small Merrill, Merrill und Captain Merrill sowie Kingster und Crapper erhöht. Ich weiß nicht, Kingster und Crapper steht jetzt hier noch drin. Also auch Small und Captain, weil hier steht halt nur Kingster und Crapper. Aber ich vermute mal, dass auch Small und Captain mit eingeschlossen sind. Ich frage mich halt nur, wieso ausgerechnet diese Mobs? Weil ja, im Prinzip ist es schon so, dass man ja lange bei Tiger geblieben ist. Also Tiger sind ja so die, also ich nenne sie selber so, die besten Mobs in Coral Island, weil sie verhältnismäßig wenig HP haben, dafür verhältnismäßig viel XP geben und alle Mobs danach sind eigentlich nur noch schlechter, so ungefähr. Aber das ändert jetzt ja eigentlich wenig daran, weil ja, die Mobs, die danach kommen, sind wieder besser. Aber es ist jetzt nicht so, dass Dorian, Oaken und Kraken geile XP geben und Naga ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Also Naga, wenn man heftig AOEen kann und dann den ganzen Spot AOEt, klar, das gibt viel XP, aber wenn man es jetzt wieder mit Kailun vergleicht, ist das alles lächerlich. Also du würdest immer noch auf jeden Fall nach Kailun wollen, so schnell wie möglich. Also wüsste jetzt nicht, was das jetzt großartig ändern sollte, vor allem wenn sie schon das Wort slightly benutzen. Es hört sich jetzt an nach maximal 30% mehr XP für mich. So würde ich slightly oder leicht interpretieren. Auf jeden Fall weit unter 100, sonst wäre es ja nicht wenig. Ja, deswegen, keine Ahnung, muss man ausprobieren, ob diese Änderung überhaupt irgendeinen Effekt haben wird. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendwas ändern wird. Außer, dass man jetzt halt nicht mehr so lange bei Tiger bleibt und halt früher zum Merrill geht oder so. Aber das wird halt der einzige Unterschied wahrscheinlich sein. Dann, Queen of Thorns hat jetzt neue Drops bekommen, wird hier nicht spezifiziert. Ada Tratus auch, da habe ich gehört, soll es vor allem Orichalcum jetzt geben. Also wie ein Giant wahrscheinlich jetzt eher dann droppen. Genau, für die Leute in Kailun relevant, die täglich farmen oder farmen wollten, bis sie gemerkt haben, dass sie nichts droppen. Dann auch eine häufige Beschwerde, die Distanz zwischen den Monster-Spawns und NPCs bezieht sich wieder auf diese Quests in dem neuen Dungeon, wurde vergrößert. Da haben einige Leute sich beklagt, dass die Monster und die NPCs direkt ineinander spawnen oder viel zu nah aneinander stehen und so weiter und so fort. Die Geschwindigkeit der NPCs wurde erhöht. Das sollte wohl das Problem dann auch noch ein bisschen besser machen oder entfernen. Und Euphrasia wurde zum Blinkwing of Madrigal hinzugefügt, wo es wohl bisher auch nicht drin war. Guild Siege-Zeiten wurden überarbeitet.
wen es interessiert. Kebaras 2, da muss ich sagen, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Da wurde irgendwie hier der Preis für das Eintagesticket verändert. Also es kostet jetzt 500 Yellow Chips für das Eintagesticket und 50 Yellow Chips 2 für das 1-Stunden Kebaras 2 Ticket. Und das gleiche geht auch für Kaigas Chips 2. Das heißt, du brauchst 500 Kaigas Chips 2 oder 500 Yellow Chips 2 für ein Eintagesticket. Ehrlich gesagt, ich finde das insane. Ich wüsste mal gern, wie die Droprate dann in Kebaras ist, was diese Fragmente von diesen CS-Sets oder von diesen Skins angeht und so weiter. Weil diese Preise sind für mich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen heftig. Also entweder ist die Droprate dort insane und du droppst super viele von diesen Fragmenten, oder es soll einfach ultra selten bleiben. Womit ich grundsätzlich kein Problem hätte, aber man kann sich das halt nicht mal angucken, weil du kommst gar nicht nach Kebaras. Du musst erstmal Kaigas Assault oder Madrigal Tournament suchten, um die Chips zu verdienen, um tatsächlich hingehen zu dürfen. Also es ist ja schwierig einzuschätzen, ob sich das lohnt oder ob das zu teuer ist. Es wirkt halt sehr teuer. Ob es das wirklich ist, kann man, wie gesagt, gar nicht wirklich einschätzen, weil man ja nicht hingehen kann. Dann wurde ein Fehler behoben, der Benachrichtigungen beim Dark Original Theme irgendwie ausgeblendet hat, wurden dann nicht angezeigt. Das Bloomfall Achievement, der Titel davon, war nicht richtig. Die Elemental Resistance von Forgotten Anae in Tower F10 sind die drin, war falsch. Ein Fehler wurde behoben, indem der Euphrasia Dungeon einfach beendet wurde. Das haben auch viele Leute berichtet, dass einfach deine Eskorte gestorben ist und du bist einfach raus und du wirst, glaube ich, sogar dann direkt raus teleportiert. Da haben sich auch einige Leute drüber beschwert. Ein Problem wurde behoben, wo der Lord nicht automatisch eingesetzt wurde als Lord. Auch eine sehr interessante Sache, also es ist auch schon aufgefallen, weil in der Lord-Rangliste steht ganz oben, das kann man leicht übersehen, vor allem wenn es aktuell keinen Lord gibt, aber wenn du die Spendenliste anguckst, steht eigentlich oben, wer Lord ist, und da stand halt einfach nichts drin nach der ersten Woche, das heißt, die Leute haben umsonst ihr Penya gespendet, weil sie sind dann nicht Lord geworden, was ja der Sinn davon ist irgendwo, und genau, das wurde jetzt gefixt. Dann Rainbow Race Teilnehmer wurden automatisch disqualifiziert, wenn sie nicht die Levelbedingungen vom Kontinent hatten, weil es gibt jetzt ja Aasrehr-Strecken und nach Aasrehr kam man erst mit einem gewissen Level, ich glaube Level 80, lass mich nicht lügen. Genau, das wurde jetzt auch gefixt. Und Text und Bilder von dem neuen Dungeon, Verteidigung und bezieht sich auch wieder auf diese Quests, wurden auch berichtigt. Und ja, das war es eigentlich so. Also man sieht, überwiegend wurden eigentlich diese ganzen PvP-Stats hier angepasst. PvP-Damage reduziert, Block-Penetration reduziert, bla 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 bla. Das waren so die größten Änderungen eigentlich. Deswegen sind die Patch-Notes verhältnismäßig lange. Und ja, wie gesagt, das wurde jetzt hier mehrfach sich entschuldigt. Wir haben 3 fette Coupon-Codes. Also ich muss sagen, ich war einfach insgesamt, also ich war gar nicht so sauer, ich war eher so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mich vor allem auf Deflation gefreut oder auf, ja, auf irgendwie, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich war verhältnismäßig eigentlich unbelastet von diesem Update, anders als viele andere Leute. Und trotzdem muss ich sagen, freue ich mich jetzt natürlich über diese ganzen Coupon-Codes, da sagt man auf jeden Fall nicht nein. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ja, löst auf jeden Fall die Coupon-Codes ein, aber wie gesagt, ihr habt noch sau viel Zeit dafür, ist also kein Stress. Und ich packe es euch in die Videobeschreibung, falls ich es nicht vergesse. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Fly Universe Video oder gerne auch im Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Haut rein, macht's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao.